Ihr habt euch dafür entschieden, Manjaro, ein Arch Linux-Derivat, auf eurem PC zu installieren, dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir in diesem Video, wie du Manjaro installierst, samt Partitionseinstellungen. Hier ist Linux Infinite und ich führe dich durch den Installationsprozess vom Linux Arch Derivat Manjaro. Ihr seid im Bootscreen von Manjaro angekommen, weil ihr euch die ISO auf einen USB-Stick geknallt oder in einer virtuellen Maschine eingelegt habt. Dann seid ihr schon mal auf dem richtigen Weg. Ich zeige euch jetzt, wie es weitergeht. Wir sind hier im Bootmanager von Manjaro. Dort müssen wir einige Sachen umstellen. Und zwar die Keytables. Das sind die Tasten, wie wir sie nutzen. Da müssen wir ein deutsches Layout einstellen und das machen wir, indem wir hier keytable.de eingeben. Ihr könnt hier auch auf Deutsch einstellen, Language Deutsch, aber muss man auch nicht. So, dann die Timezone ist Europe, dann Berlin und wir starten mit den Open Source Treibern. Denn mehr brauchen wir gerade nicht, proprietäre Treiber brauchen wir gerade nicht, außer ihr habt eine Nvidia Grafikkarte, dann wäre es eventuell besser, wenn ihr mit den proprietären Treibern startet. Mit einer AMD Grafikkarte könnt ihr ruhig mit Open Source starten, das funktioniert super. So, wir sind nun in der Live-Session angekommen. Dort könnt ihr euch mal umgucken, da gibt es bestimmte Dinge, wie ihr euer Linux dann dementsprechend später vor euch habt. Wir werden jetzt aber, ich werde jetzt mal hier die Anzeige einstellen, die stellen wir auf hier, auf das und passt und annehmen und beibehalten, jawohl. Und dann klicken wir auf Install Manjaro. So, und hier haben wir nun den Installationsagenten oder das Installationsprogramm. Man könnte es auch lesen. Wir klicken auf Weiter. Wir haben Deutsch ja schon eingestellt. Die Timezone haben wir auch schon eingestellt. Layout auch eingestellt. So, und nun kommen wir an den Punkt mit den Partitionen. Wir müssen unten runter scrollen oder das Fenster größer machen. Ich war jetzt gerade selber ein bisschen perplex, deswegen musste ich schnell schauen. Wir wollen das Ganze manuell machen. Klicken auf Weiter. So, das erste, was wir jetzt machen, zuerst mal alle löschen. Das ist das erste, was wir machen. So, dann klicken wir darauf, erstellen eine neue Partitionstabelle, GUID, da die Festplatten dann eine bestimmte ID, womit ihr sie nachher besser auffinden könnt bzw. unterscheiden könnt. Das ist eventuell wichtig in Veränderungen in FSTEP-Dateien, aber das wäre jetzt zu weit. Das Ganze ist ja hier für Anfänger, deswegen nehmt am besten, wenn ihr euch Linux installiert, die GUID bzw. GPT. Das hat nichts mit der KI zu tun, sondern heißt halt so. So, dann klicken wir hier. Erstellen. Jetzt können wir uns hier die Größe aussuchen. Wir stellen uns jetzt erstmal eine BIOS-Boot-Partition. Dazu stellen wir hier unten erstmal beim Dateisystem FAT32 ein. Hier vergeben wir mal zwischen 512 und 1024 Megabyte MIP. Das ist gut. Einhängepunkt haben wir keinen, wir machen das Ganze aber bootfähig. So. Genau, okay. Dann brauchen wir ein Linux Swap System. Das ist immer so viel, wie ihr im Prinzip RAM in eurem System habt, mal 2. Das ist so die Faustformel, was man für den Linux Swap nutzt. Das ist, wenn euch euer RAM voll läuft, dann übernimmt sozusagen die Linux Swap mit ein bisschen Platz, bis der alte Arbeitsspeicher wieder geleert wird. So, da geben wir jetzt wie gesagt den Arbeitsspeicher mal 2 ein. Ich gebe jetzt hier 16.000 ein. Ist jetzt nur, weil ich das hier in einer virtuellen Maschine habe. In meinem Hauptsystem habe ich 64 GB, ja 64 GB als Swap. Hier brauchen wir nichts markieren. Dann drücken wir auf OK. Dann erstellen wir noch eine, und zwar mit unserem Root-System. Das machen wir auf ext4. Zack, das ist unser Root-System und machen OK. Jetzt brauchen wir noch... Ups, da habe ich einen Fehler gemacht. Das machen wir nicht so groß. 40.000 Megabyte, MIP und OK. So, jetzt hätte ich sonst keinen Platz mehr gehabt für meine Home-Partition. So, neu. Und das wird unsere Home. Einhängepunkt Home. So, machen wir auch auf ext4. Das ist so meiner Meinung nach das beste Format für Linux. Das war's auch schon mit der Partition. Wir haben, was wir brauchen, BIOS-Boot, wir haben den Swap, wir haben unsere
Root-Partition und wir haben unseren Home. Dann drücken wir auf Weiter. Hier haben wir jetzt kleine Hilfe, und zwar eine Partitionstabelle vom Typ GPT ist die beste Option für alle Systeme. Dieses Installationsprogramm unterstützt solch ein Setup auch für BIOS-Systeme. Um eine GPT-Partition für BIOS-Systeme zu konfigurieren, wenn nicht bereits geschehen, gehen Sie zurück und setzen Sie die Partitionstabelle auf GPT. Als nächstes erstellen Sie eine 8 MB große unformatierte Partition mit dem BIOS Group Markierung aktiviert. Eine unformatierte 8 MB ist nötig, um Manjaro auf dem BIOS-System mit GPT zu starten. Zack, und genau den Fehler haben wir gemacht. Wir haben es nicht gemacht. Aber zum Glück haben wir eine kleine Hilfe gehabt. Und dann mache ich jetzt das ganze Ding hier kleiner, und zwar auf ca. 800. So, passt. Jetzt habe ich hier 94 Megabyte noch frei. Da erstelle ich eine neue 8 Megabyte, machen wir 16. Wir sind gönnerhaft heute. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Nee, da muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht auswählen, oder? BIOS Group. Na doch, machen wir. Komm. Oder machen wir es auf Fett. Na, sehen wir dann. So. Fett 32. Ändern. Haben wir BIOS Group. Passt. Weiter. Genau. Drücken auf OK. Geben unseren Namen ein. Manjaro. Oder dementsprechend euren Namen. Dann werden wir das Passwort für unser Konto konfigurieren. Da mache ich wieder ein einfaches. So, und nutze das gleiche Passwort für Administratorenkonto. Solltet ihr nicht machen, denn nehmt dafür ein eigenes, also für das Administratorenkonto, nehmt dafür ein eigenes Passwort. Erstens ist das sicherer. Zweitens, wenn ihr das eine vergessen habt, könnt ihr mit dem anderen das Passwort ändern. Also schreibt euch das Root-Passwort am besten irgendwo auf und versteckt das irgendwo in einer Schachtel oder keine Ahnung. Mauert es in die Wand ein, dass ihr auf der sicheren Seite seid. So, ich mache das jetzt nur, weil das in einer virtuellen Maschine ist und ich die immer easy löschen kann. So, wir brauchen erstmal kein Office-Paket. So, und wir sehen, das sieht jetzt alles ein bisschen anders aus als da oben. Wir installieren aber dennoch. Jawohl. Und nun lassen wir das Ganze installieren. So, damit ist die Installation abgeschlossen und jetzt klicken wir auf Jetzt neu starten, erledigt, und hoffen, dass das Ganze hochfährt. Und wir sehen, alles richtig gemacht. Wir geben unser Root-Passwort ein, beziehungsweise unser normales Passwort. Der erste Start dauert immer etwas länger, wundert euch da nicht. Da geht es noch um Einrichtungsgeschichten und so weiter, die im Hintergrund ablaufen. So, wir brauchen keine Führung. Nope. Jetzt erstmal die Anzeige einstellen. Beibehalten. Und somit haben wir ein funktionsfähiges Linux Manjaro bzw. Manjaro Linux, das auf Arch basiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch weitergeholfen hat, dann abonniert doch den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt einen Kommentar und gebt dem Video ein Like. Ich würde mich darüber freuen. Aber das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.